Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und bevor es losgeht, nochmal eine kleine Sache, die vielleicht ganz nützlich sein könnte. Und zwar habe ich gestern auf meinem Discord-Server eine neue Sektion eingeführt in der Kategorie Shakes and Fidget, und zwar Gilden- und Spielersuche. Ja, das kam gestern zustande, weil wir so ein bisschen ich so ein bisschen neue Features hinzugefügt habe, wie zum Beispiel jetzt auch andere Games hier bei meinem Discord. Und dann hatte ich mir gleich gedacht, machst du gleich bei die Sektion Gilden- und Spielersuche, ja. Also für alle Leute, die auf der Suche nach einer Gilde sind oder die eventuell Gildenleitung oder sowas sind und neue Spieler suchen, die können sich hier gerne kurz schließen und hier ein bisschen Werbung machen. Ich hatte das hier oben auch nochmal geschrieben gehabt. Ja, dass hier ein neuer Channel ist und alle Leute, die hier da auf Suche sind oder gesucht werden möchten, die können hier gerne sich vielleicht mit anderen Leuten connecten. Das ist ganz cool, denke ich mal, ist ganz nützlich, und für so einen Discord, denke ich mal, ist das ganz nice. Auf jeden Fall dazu unten in der Videobeschreibung die Information und der Link zu dem Discord hier, und dann könnt ihr da sehr gerne mal vorbeischauen. Und ja, ich hatte gestern auch schon hier geschrieben gehabt, suche auf S31 noch ein Spieler, ja, und weil momentan in unserer Gilde hier immer noch 49 Leute nur drin sind, und das ist leider ein bisschen schade, weil dann doch schon irgendwie die Ritterhallenpunkte auch darunter leiden, ja. Wir haben jetzt schon, also ich denke mal persönlich, ich weiß nicht, ich rede jetzt mal einfach im Namen der Gilde so, weil, weiß ich nicht, so aktiv werden die jetzt, ich meine, die spielen zwar immer noch alle aktiv, aber ich denke mal, so auf Gildensuche oder auf Spielersuche werden die wenigsten jetzt sein. Deswegen nochmal der Aufruf hier nochmal im Video. Also wer auf s31.de spielt, auf dem deutschen Server 31, und eine Ritterhalle von, sagen wir mal, 14 hat, so, das ist jetzt so das Mindeste, ne? Höher wäre natürlich immer cooler, aber ich sag mal, wer so 14 hat, der kann hier schon gerne mit in die Gilde reinkommen, falls ihr zufällig auf dem Server spielt, ja. Die Anforderungen hier natürlich, die müssen nicht erfüllt werden. Ihr seht es auch, wir machen hier auch Ausnahmen. Mindestlevel ist hier 330. Ja, und also das müsste auch mal ein bisschen überarbeitet werden, aber da habe ich jetzt nicht so Einfluss drauf. Möchte ich auch gar nicht. Das ist mir dann nachher auch wieder zu viel Arbeit. Ja, da habe ich schon genug zu tun mit meinen 4 Servern. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr da auf dem Server hier zufällig spielt, könnt ihr auch gerne in die Gilde reinkommen und uns dann damit auch so ein bisschen unterstützen. Ja, was natürlich auch der ganzen Gilde und natürlich mir und allen auch gut tut, zwecks der Ritterhallenpunkte, zwecks besserer Edelsteine. Ja, und das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Und wäre auch cool, weil wir momentan zumindest noch, weil wir werden ja so ein bisschen in der Rangliste abgelöst hier von Celtic. Ich glaube, die gewinnen hier immer gegen uns. Ich glaube, die sind ein bisschen besser so. Ja, die haben fast 1000 Ritterhallenpunkte. Ich glaube, die sind aktiver als wir. Aber momentan sind zumindest wir noch in der internationalen Ehrenhalle vertreten, bei den Gilden zumindest. Ich weiß bloß nicht wo, relativ weit unten. Auf Platz 52 sind wir hier. Und momentan sind wir es halt noch, die hier vertreten sind. Deswegen wäre es ja cool, wenn wir den Server hier als Platz 1 Gilde repräsentieren können, auch mit 50 Leuten so, ne? Das ist natürlich nice. Ja, deswegen, wäre das auf jeden Fall ganz köstlich. So, ja, nichtsdestotrotz würde es natürlich auch mir weiterhelfen. Klar, natürlich habe ich dadurch auch einen Vorteil, denn ich bin ja so ein bisschen momentan auf der Lauer, sag ich mal, wenn wir uns jetzt mal hier zum Beispiel den Kampf angucken gegen Papa Duff. Hier, ich hatte es ja schon mal letztes Mal gezeigt, der ist auf Platz 10 hier momentan, hat aber viel mehr Ehre als ich. Ja, also das ist wirklich sehr viel mehr Ehre, aber ihr seht, der ist relativ leicht zu knacken. Wodurch kommt das? Erstmal, der Levelunterschied ist natürlich nicht so ausschlaggebend, wenn wir uns das jetzt mal vergleichen. Dann sehen wir, dass er roundabout mehr Stats hat als ich. So, ich habe ein bisschen mehr Main-Stats, so, aber deutlich weniger Ausdauer, weil er so ein bisschen, ein bisschen mehr 50-50 geskillt hat als ich. Aber ich denke mal, und das ist der entscheidende Vorteil, und zwar ist das deswegen so einfach, dass ich ihn jetzt momentan so besiegen kann,
führt halt daher, dass ich halt den Arena-Manager besser spiele und das ist halt, habe ich ja schon gesagt, meine Möglichkeit, mein Way to go, mich in der Ehrenhalle so ein bisschen weiter nach oben zu katapultieren. Ich würde auch gerne mal wissen, ich weiß es halt nicht so genau, zum Beispiel vom Psycho weiß ich, Grüße gehen raus, der hier den kompletten Server gerade am Dominieren ist, ja, der hat hier irgendwie auch später angefangen auf dem Server und ist jetzt hier auf Platz 1 gerade. Das ist auch sehr, sehr nice. Und den sehe ich zum Beispiel öfter in den Kommentaren, ja. Und ich glaube, Teufli habe ich auch schon mal in den Kommentaren gesehen. Oder im Stream, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall, die beiden weiß ich, dass die auch so ein bisschen in der YouTube-Szene unterwegs sind, aber von den anderen weiß ich halt gar nicht so. Ne? Weiß ich halt gar nicht, was da so abgeht. Würde mich aber auf jeden Fall mal interessieren, ob da so Leute dabei sind, die so wie ich jetzt quasi, die mich beobachten, so wie ich die auch beobachte jetzt momentan. Weil wenn man sich ein bisschen nach oben schießen will, muss man sich auch ein bisschen mit seinen Gegnern befassen und das habe ich gemacht. Und das ist halt der Vorteil jetzt bei mir. Ich habe mir halt einen ziemlich krassen Vorteil verschafft durch den Arena-Manager und habe mich jetzt auf meinen Gegner so ein bisschen spezialisiert und das ist jetzt halt gerade mal Papa Duff. So, ne? Und ihr seht halt jetzt, wenn man jetzt mal auf den Eisschaden guckt, hier auf seine Waffe, was halt ja nicht sehr viel ist im Vergleich jetzt schon mal zu meiner. Ich habe jetzt auch nicht so viel Prozente, weil mein Arena-Manager ist auch noch ziemlich noobig im Vergleich zu anderen. Ja? Aber was halt mein Vorteil ist halt, dass ich mich komplett auf ihn eingestellt habe, zwecks seiner Waffe hier auch. Eisschaden genauso, ich glaube, wen haben wir noch hier? Zur Webster, genau. Der hat schon ein bisschen besseren Arena-Manager und ich glaube, der scoutet auch ein bisschen mehr in der Ehrenhalle umher. Wenn man sich das so anguckt, ist der, denke ich mal, ziemlich tryhard unterwegs. Spielt hier auch oben in der Region mit. Also wenn ich eines Tages, so erstmal muss ich, das ist so mein Schlachtplan, so sag ich mal, den sage ich jetzt mal so öffentlich, auch wenn da Leute zugucken, ist mir egal. Ja, erstmal werde ich mich an Papa Duff so ein bisschen hochziehen, so ein bisschen hochcarryen und dann bin ich auf jeden Fall erstmal schon mal in der Region, sag ich mal, so auf 880.000, so wenn ich da mal eines Tages hinkomme. Könnte sein, dass ich in der Zeit wieder abgefarmt werde von den Leuten, die hier auch hier oben sind, ja, weil ich kriege auch in der Arena Kämpfe gegen Leute, wie zum Beispiel hier schon die Drachenhexe, die halt hier auch schon oben ist. Gegen Psycho habe ich auch schon sehr oft gespielt und gegen ihn hier, gegen Nomatos, der halt normalerweise eigentlich immer auf Platz 1 hier ist auf dem Server, weil es halt ein ganz heftiger Goldspieler ist, deswegen ist er in der Rangliste relativ weit oben immer. Und ja, jetzt muss man immer das Geräusch abwarten, das bringt mich immer komplett aus der Fassung. Ja, und deswegen, Entschuldigung, muss mal kurz einen Schluck trinken. Ja, Entschuldigung, ich musste kurz cutten, hatte kurz einen trockenen Hals gehabt, kurzen Frosch im Hals wie Franzosen, ja. Und ja, wie gesagt, also das Ding ist halt, mit denen hier oben, die hier oben mitspielen, die halt relativ häufig auf Platz 1 sind, die halt auch öfter mal in der internationalen Ehrenhalle sind, mit denen kann ich mich logischerweise noch nicht messen, aber ich kann es zumindest schon mal schaffen, mich ein bisschen nach oben zu carryen, anhand von Papa Duff in der Ehrenhalle. Und dann muss ich halt weiter gucken erstmal. Dann wird es halt schwierig, weil ihr seht hier, das schwankt, ja, das ist alles relativ nah zusammen. Und die sind halt alle so mehr oder weniger auf einem Niveau. Das geht halt immer hin und her und das ist halt schwierig. Und ja, da erstmal hinzukommen, wird halt schon eine Hausnummer werden. Sich da zu halten, ist nochmal ein anderes Paar Schuhe, würde ich sagen. Ja, ich denke mal so, dass ich mich vielleicht so auf dem Niveau von Sir Webster halten werde, vielleicht ein bisschen weiter unten. Ich hatte auch zum Beispiel jetzt einen Kampf gespeichert. Hier ist nochmal ein Kampf von Papa Duff. Wollte ich euch nochmal zeigen. Gut, da habe ich jetzt ein bisschen Glück gehabt mit den Crits immer so, aber er hat halt zwischendurch auch mal gekrittet und ihr seht halt, dass er halt übelst wenig Schaden macht, weil, jetzt kommen wir nochmal darauf zu sprechen, weil ich halt relativ, jetzt habe ich mein Farm-Equipment an, weil ich mich relativ gut auf die Leute eingestellt habe. So, bei Papa Duff weiß ich jetzt, gut, der wird da nicht viel unternehmen. Gegen Sir Webster weiß ich nicht, wie weit er da was unternehmen wird, weil er hat nämlich ja auch Eisschaden. Und wenn wir jetzt mal nämlich auf mein Equipment schauen, dann sehen wir, dass ich hier Widerstand gegen Eis 52% drin habe. Ja, und das könnten die Leute auch sehen und was dagegen unternehmen. Und jetzt, wo ich es nochmal anspreche, nochmal vielleicht mehr. Wir werden darauf achten, wie sich das verändern wird in der Zeit. Falls es sich nicht verändert, ist natürlich besser für mich. Falls es sich verändert, wissen wir, aha, da luschert jemand, ja, und ja, deswegen, ich habe mich gut vorbereitet auf die nächsten 2 Gegner, die halt hier sind. So, das sind halt meine Gildenmates, da kann ich nichts machen, die kann ich halt nicht angreifen, ne?
Hier genauso, hier genauso. Die einzigen zwei, wo ich mich drinne sehe, sind hier Sir Webster und Papa Duff. Und gegen Sir Webster sieht es halt auch schon ganz okay aus, sag ich mal. Weil ihr seht, er hat auch einmal gekrittet. Und wenn ein Krieger krittet gegen einen Magier, ist das eigentlich schon immer ziemlich hart, den Kampf zu gewinnen. Gut, ich habe auch zweimal gekrittet jetzt, ne? Aber halt auch nicht mit maximaler Spanne, gut, dreimal. Aber hätte ich einmal mit guter Spanne, also ihr seht, es ist auf jeden Fall möglich, gegen die Leute dort zu gewinnen, sich dort zu halten, ist natürlich ein anderes Paar Schuhe. Aber das kommt natürlich halt dadurch, größtenteils durch meinen Arena-Manager, dass ich eine Waffe habe mit ziemlich hoher Spanne, die hier von denen aber relativ durchschnittlich sind oder sagen wir mal kein hohes Potenzial haben. Und bei ihm sieht es ein bisschen anders aus, aber bei ihm macht er halt immer relativ gleichbleibenden Schaden. Er hat jetzt hier gerade Farm-Equipment drin und das ist halt mein Vorteil. Durch die guten Angriffe kann ich halt mich hochcarryen. So, und falls ich mal einen Angriff verliere, dann verliere ich halt keine Ehre, weil er halt noch zu weit von mir entfernt ist, vom Ehrenabstand her. Und das ist halt das Gute. Wenn ich gewinne, kriege ich 200, wenn ich verliere, verliere ich gar nichts an Ehre. So, und das ist halt genau der springende Punkt, wo man ansetzen kann. Und ich das auch machen werde. Und ja, mich so denn da auf jeden Fall drinne sehe, da in nächster Zeit ein bisschen höher zu kommen in der Rangliste. Ja? Also wenn ich die beiden schon immer sehe hier, dann werde ich die auch in der Arena angreifen. Ich werde mich aber jetzt nicht, wie gesagt, das habe ich ja schon mal gesagt, nicht künstlich hier die beiden abfarmen, damit ich relativ schnell nach oben komme. Das möchte ich nicht machen. Bringt ja auch gar nichts so. Ne? Und deswegen, das ist auf jeden Fall so mein Plan für die nächste Zeit. Ich hatte auch schon überlegt, was man noch so machen könnte, aber alles andere, was man abseits von diesen Sachen macht, die ich jetzt gesagt habe, sind relativ utopisch von den Kosten her. Was man jetzt noch so rausholen könnte, wäre jetzt zum Beispiel jeden Tag noch sich einen 7-Tage-Skip holen. Das könnte ich jetzt beispielsweise noch machen. Das würde mich noch deutlich nach vorne bringen. Und was noch sehr, sehr krass ist, wo man sich jetzt auch noch künstlich hochpushen könnte, ihr bei euch vielleicht so im Kopf jetzt gerade, Edelstein-Mine skippen vielleicht so oder so, ne? Das wäre noch relativ nice so, aber im Prinzip, was jetzt als nächstes noch kommen könnte, was man machen könnte, ist, was halt auch viele Top-Spieler machen und halt die Leute, die in der internationalen Ehrenhalle sind, wahrscheinlich auch jeden Tag machen werden. Zum Beispiel weiß ich bei einem Strider, der macht das jeden Tag, und zwar holt er sich halt jeden Tag Epics aus dem Shop oder sammelt die halt bei Epic-Events so, ne? Und lagert die dann in seinem Inventar und zerlegt jeden Tag 5 Epics. Jeden Tag. Jeden verflixten Tag. 5 epische Gegenstände. Das ist super, super teuer, ziemlich pilzintensiv, aber man bekommt richtig, richtig viele Kristalle dadurch. Oder Splitter, ja, richtig viele, verdammt viele. So, und deswegen haben die Leute auf den Servern auch schon, 15, 16 Mal verbesserte Gegenstände. So, und das macht richtig viel aus. Das macht richtig viel aus an Stats. Das ist ein unheimlicher Boost. Ja, ihr seht schon alleine jetzt zwischen 8 Mal verbessert und 7 Mal verbessert. Das macht schon was aus. Und wenn ihr dann nochmal genauso viel draufrechnet auf jedes Item, also das ist verdammt mächtig. Ist mir persönlich aber ein bisschen zu teuer, deswegen mache ich das nicht. Aber mit den Gedanken habe ich auf jeden Fall schon mal gespielt. Ja, so viel sei schon mal gesagt. Aber das ist mir einfach, warum habe ich denn jetzt, oh lol, das war gerade Brain Lag irgendwie. Aber das ist mir halt, wie gesagt, ein bisschen zu teuer. Das mit dem Arena Manager ging noch so. Habe mir mein Equipment so ein bisschen zurechtgefeilt, ein bisschen auch Glück gehabt mit den Items, dass ich auch direkt die Gegenstände oder die Verteidigung oder die Resistenzen haben gegen die Leute, gegen meine aktuellen Gegner gerade hier, die halt Eisschaden drin haben. Ja, und das ist halt relativ gut, ne? Guck mal, er hat zum Beispiel seine Waffe hier 10-mal verbessert, was auch krank ist einfach, das ist auch schon heftig. Und anhand seiner, seines Eisschadens sieht man auch, dass er hier schon sich relativ gut durchgepilzt hat, was den Arena-Manager angeht. Ja, also der hat hier schon krasse Sachen am Start auf jeden Fall. Genau. Ja, wir können mal einen Kampf gegen Drachenhexe machen, aber ich sag euch, gegen Drachenhexe ist es momentan noch ziemlich schwierig, weil er halt auch Magier ist und der halt auch sehr viel, er hat auch Eisschaden drin, aber das macht keinen Unterschied großartig. Hat hier
Gold, ja, ein bisschen Farm-Equipment, hat hier Lebensenergie, ja, also ich auch besser vom Arena-Manager her, aber da sind halt einfach noch die Stats viel zu krass, ja, und da macht der Arena-Manager dann auch keinen großen Unterschied. Aber wir machen mal einen Kampf, testenshalber, Magier gegen Magier ist sowieso immer random. Gut, sogar gewonnen. Ist ja nice, ich freue mich, aber es ist komplett random. Er hätte einmal critten müssen, ich wäre down gewesen. Ja, gut. Ja, aber so sieht es momentan aus auf dem Server. Ziemlich spannend das Ganze hier und ich werde es auf jeden Fall die nächsten Tage auch noch mit weiterverfolgen. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch immer, so wie eigentlich jeden Tag, immer zahlreich mit einschaltet. Da bin ich euch immer sehr dankbar für. Gut, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.